Ja, also wie ihr wisst, bin ich Malerin und da haben schon verschiedene mir gesagt, du Bettina, also ich hätte ja Lust mal zu sehen, wie ein Bild von dir entsteht. Das wäre einfach schön zu sehen, wie du ein Bild malst und wie das entsteht. Und da habe ich gedacht, ich zeig's mal. Ich nehme euch mit auf eine Reise vom Anfang des Bildes bis zu dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist das fertige Werk. Also ich male Acryl. Ich finde an Acryl sehr schön, dass sie relativ schnell trocknen. Dann kann ich schon mal wieder neu rüber malen. Und wenn ich Farben mische, ist das normalerweise nicht so strahlend, als wenn ich Farben rübersetze. Also sagen wir mal, ich habe Gelb und dann setze ich da ein bisschen Rot drüber und dann wirkt es ja orange. Wenn ich beides ganz dünn auftrage, dann ist das Orange, was sich daraus ergibt, strahlender, als wenn ich ein Orange mische. Also meistens fange ich mit so einem Lasurbild an, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr und denke, jetzt fange ich an, wild zu werden. Also es stimmt schon, mein Herz schlägt für die Natur und für Mutter Erde und wir sind alle Teil der Natur. Das war sozusagen das Gefühl, mit dem ich angefangen habe. Und die Bildanlage, nenne ich mal so, das war dann so in Blau und Gelb. Und da war Blau der Schattenton und Gelb war mehr so der Ton, wo Licht ist. Aber ich mache mir gar nicht so viel Gedanken über die Farbe selber, sondern das, was die Farbe mit mir macht. Also in dem Moment, wo ich ein Bild male, dann denke ich nicht blau, sondern eher das, was blau für mich ausstrahlt. Oder das, was gelb für mich ausstrahlt. Gelb ist so eine Helligkeit und Wärme und Leichtigkeit. Und blau ist eher so was Kompaktes. Und da habe ich erstmal so Natur gemalt, Bäume gemalt, Wald gemalt. Und in der Natur sind dann Affen entstanden. Aus der Natur heraus. Aber die Affen sind ja Teil der Natur. Genau wie wir als Menschen Teil der Natur sind. Und das war auch immer wieder so ein Hin und Her bei den Affen, dass sie dann mal sichtbarer wurden, mal deutlicher. Und dann wuchs wieder was in die Affen rein. Und dann versteckten sie sich wieder so ein bisschen und wurden so leicht überwuchert oder wurden mehr grünlich, mehr gelblich. Und dann kam wieder mehr Blau rein. Die Augen der Affen, da habe ich auch noch so ein Rot reingemalt, dass man auch die Neugier der Affen darin sieht. Ich empfinde das so, dass Rot auch so ein bisschen Neugier, Leben. Bei mir ist es so, dass ein Bild fängt sozusagen an, ein Bild zu werden. Irgendwann habe ich das Gefühl, oh ja, es fängt an. Dann noch diese Farbe, noch jene Farbe. Und in dem Moment, wo du dann in die Ecke rot machst, da ruft das Bild zu dir, also wenn du in die Ecke rot gemacht hast, dann muss aber da auch noch rot hin. Sonst sieht das alles ganz schrecklich aus. Und so hast du immer so ein schreiendes Bild, das ruft. Da möchte ich dann aber auch noch blau und da möchte ich auch noch gelb. Das ist schon ganz schrecklich. Das Bild ruft und ruft und ruft und irgendwann wird es ruhig. So ungefähr.